Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian. Wir haben endlich mal wieder Tischkreissägen hier auf dem Tisch und im Test für euch. Denn wir vergleichen heute die neue Tischkreissäge von Flex gegen Bosch und Dewalt. Die Vertreter, die am meisten verkauft werden auf dem Markt. Und wir werden heute rausbekommen, ist das die beste Säge, die auf keinen Fall irgendjemand braucht? Bin ich sehr gespannt. Denn wir haben hier einige Alleinstellungsmerkmale, die sonst keiner hat, wie extrem hohe Schnitthöhe oder zum Beispiel Licht hier am Parallelanschlag. Aber das schauen wir uns gleich mal an. Moment, bevor es weitergeht, wir verlosen Werkzeug. Und zwar nicht nur in diesem Video, sondern in jedem Video verlosen wir jeweils Werkzeug. Wahnsinn, oder? Du musst nichts weiter machen, außer unten in die Kommentare deine Meinung zu diesem Video oder zu unseren Themen heute zu schreiben. Und der Hammer ist ja wirklich, du kannst dir dein Werkzeug aussuchen. Schau einfach bei uns auf die Verlosungsseite. Dort siehst du einen Pool an Werkzeug, aus dem du dir einen Gewinn aussuchen kannst, wenn du gewonnen hast. Das, was wir an der Seite sehen, sind einige Beispiele. Das könnte es zum Beispiel auch sein. Für dich ein wichtiger Hinweis. Schau mindestens einmal in der Woche auf der Verlosungsseite vorbei, ob du gewonnen hast, denn du kannst ja bei jedem Video gewinnen und das sind eine Menge Gewinnchancen. Leute, ich habe Bock. Endlich mal für euch wieder Tischkreissägen hier auf dem Tisch und für euch quasi hier im Test. Nicht nur quasi, sondern wirklich hier im Test. Wir haben hier die neue Tischkreissäge von Flex. Ja, Flex hat eine neue Tischkreissäge rausgebracht und zwar wirklich ein Einhorn. Wir haben hier eine Säge mit Eigenschaften, die ich so eigentlich noch nicht gesehen habe und die richtig was kann. Das schauen wir uns heute im Video an. Denn wir haben hier eine Akku-Tischkreissäge mit 92 mm Schnitthöhe. Und deswegen und wegen dem Thema und wegen einiger anderen sage ich, das ist die beste Säge, die keiner braucht. Dann bin ich auf eure Kommentare gespannt. Werden wir gleich nochmal sehen. Und wir vergleichen die Säge nicht ohne Grund gegen genau diese beiden anderen Sägen. Denn ich habe hier die gute alte Bosch GTS 10 XC. Der Opa unter den Tischkreissägen, seit Jahren, gefühlt Jahrhunderten produziert, aber irre beliebt bei euch. Die nehmen wir in Vergleich. Genauso wie die DWE 7492, momentan eine der beliebtesten aus meiner Sicht, eigentlich eine der besten Tischkreissägen, die auf dem Markt sind. Und ihr werdet bestimmt sagen, Moment, Sebastian, was ist denn hier los? Das ist doch irgendwie völliger Quatsch, weil wir haben hier eine Akkusäge und vergleichen sie mit zwei Nicht-Akkusägen. Ja, warum? Weil es kann. Weil wir einfach keine vergleichbare Akku-Tischkreissäge gefunden haben mit so einer Schnitthöhe und mit den ganzen Eigenschaften. Und deswegen finde ich, das Pendant, gegen die sich die Säge schlagen muss, ist eigentlich irgendwie auch so ein bisschen dieser Kreis an Sägen. Natürlich könnt ihr gerne in die Kommentare mal schreiben, wenn ihr sagt, nee Sebastian, vergleich's mal bitte gegen andere Akku-Tischkreissägen. Gar kein Problem, höre ich gerne auf eure Kommentare. Lasst uns mal aber als allererstes über das Thema Preis sprechen. Und da wird es schon ein bisschen strubbelig. Denn hier bei der Dewalt haben wir aktuell einen Preis von rund 600 €. Hier bei Bosch haben wir einen Preis von aktuell, ich muss es bewusst mal in die Hand nehmen, weil die Preise ändern sich so häufig. Und wenn du so eine Säge kaufen möchtest, schau mal gerne unten in die Videobeschreibung, da findest du einen ehrlichen Preisvergleich und auch einen aktuellen Preis. Die Säge jedenfalls so voll einsatzfähig, sofort kostet 800 €, so um die 800 €. Kommen wir zu Flex. Hier ist es etwas komplizierter, denn die Säge kostet so um die 1000 €. Ja, richtig, rund 1000 € und ist für 1000 € nicht mal einsatzfähig. Denn um die Säge zu nutzen, brauchst du natürlich auch einen Akku. Wenn du einen Akku hast, ist der Akku leer, kannst nicht weiter sägen, brauchst du eigentlich eher zwei Akkus. Und wenn du ein Akkuset mit Lader dazu kaufst, kostet der nochmal so um die 400 €. Sodass wir hier schon satte nicht 400, sondern satte 1400 € auf dem Tableau haben oder in dem Fall hier auf dem Drehtisch. Das heißt, dafür könntest du sogar zwei Dewalt kaufen. Und wo wir gerade beim Thema Preis sind, für die Flex gibt es auch einen Tisch und zwar genau den und der kostet rund 100 €. Nur, dass du schon mal weißt. Das müssen wir natürlich in die Gesamtkalkulation nicht mit reinnehmen, weil bei denen haben wir es ja auch nicht gemacht. Ja? Deswegen sind wir hier nutzfähig bei rund 1400 €. Lass uns mal über das Hauptthema eigentlich sprechen, womit wir am Anfang angefangen haben, nämlich das Thema Schnitthöhe. Wir haben hier bei Dewalt eine Schnitthöhe von 77 mm, was schon amtlich ist. Wir haben hier bei Bosch eine Schnitthöhe von satten 79 mm. Ja, also 7,9 cm. Aber Flex hat sich gesagt, boah,
knapp 8 cm, das reicht doch niemals. Ich brauche 92 mm Schnitthöhe hier am Sägeblatt. Das ist schon der pure Wahnsinn. Und ihr macht mal bitte Folgendes. Ich habe ja vorhin so eine steile These in den Raum gestellt. Ich habe gesagt, das ist die beste Säge, die keiner braucht. Und ich habe mich die ganze Zeit die Frage gestellt, wozu brauche ich bei einer mobilen Baukreissäge, und lass uns das genauso nennen, das ist eine mobile Baukreissäge, das ist eine Tischkreissäge, ja, aber es ist ja das ist kein Hochpräzisionswerkzeug, wie es eine Formatkreissäge oder ähnliches ist. Wozu brauche ich hier 92 Millimeter Schnitthöhe? Schreibt das bitte mal unbedingt unten in die Kommentare und denkt an das Gewinnspiel, seid ihr sowieso dabei. Also das würde mich super, super interessieren, wozu man das eben entsprechend braucht. Aber lasst uns mal alle drei Geräte miteinander vergleichen und lasst uns mal schauen, wo sind denn eigentlich die Unterschiede. Und ganz wichtig, wenn ihr euch explizit für genau diese Säge interessiert oder für die Dewalt interessiert, dann verlinken wir euch da oben mal 1, 2, 3, 25 Videos, weil da haben wir schon so viele Videos dazu gemacht. Die werde ich heute nur immer vergleichen gegenüber der Flex. Ja, das ist ganz wichtig, da gehen wir nicht nochmal im Detail in die Tiefe drauf ein. Okay, fangen wir mal bei dem offensichtlich einem der größten Themen an, und das ist etwas, was die beiden Sägen hier gemeinsam haben, nämlich den Parallelanschlag. Der Parallelanschlag, da schauen wir uns mal als erstes vielleicht aber sogar die Bosch an. Bei Bosch ist es nämlich so, dass wir hier einen Parallelanschlag haben. Dann nehmen wir einfach Folgendes, wir nehmen das hier hoch, können hier den Anschlag einstellen, nach rechts und links, Moment, so und so. Haben hier aber Folgendes, wir haben hier keinen Zahnstangenantrieb oder Verstellmöglichkeit, wie wir es eben hier drüben haben. Dadurch, erstens, kannst du hier hinten nichts verstellen, sondern du musst es hier vorne machen. Das ist manchmal ein Tick hakelig, macht die GTS 10 schon ziemlich gut, aber es ist so, wenn du das hier einstellst, kannst du es theoretisch falsch machen, weil du siehst hier hinten, ja, ist es ein Wackeldackel. Das heißt, wenn ich jetzt bewusst es falsch mache, ich schiebe es hier zur Seite, mache es fest, ist er nicht parallel. Wollen wir nicht, ja? Und da könnte sogar das Holz einklemmen, wenn ich es jetzt in die andere Richtung gebracht hätte. Wenn ich es ordentlich benutze, ganz bewusst gesagt, wenn ich es hier verstelle, einstelle und ordentlich benutze, ist das in der Regel auch wirklich parallel. Wenn du sicher sein möchtest, dass es garantiert perfekt parallel ist und sogar noch etwas leichter zu verstellen ist und noch einige andere Funktionen hat, dann bist du hier bei Flex oder bei Dewalt, denn wir haben hier einen Zahnstangenantrieb. Das heißt, ich kann hier über diesen Hebel, ja, oder diesen Drehknopf das nach rechts und links verschieben. Kannst natürlich auch jetzt hier von Hand machen, ja, entsprechend verstellen, und habe hier die Möglichkeit, beziehungsweise hier habe hier die Option, Quatsch, Leute, ich habe hier die Eigenschaft, dass es immer natürlich perfekt parallel ist, weil das ist hier an dem Punkt arretiert, derselbe ist auf der anderen Seite auch, könnt ihr auch hier nochmal sehen, ja, hier auf der anderen Seite auch, und dadurch ist es immer perfekt parallel. Ja. Und das ist ein riesengroßer Vorteil. Macht auch ehrlicherweise richtig viel Spaß, weil du kannst ganz schnell sagen, ah ja, hier, zack, zack, zack und so weiter. Übrigens ein weiterer Vorteil von diesem Anschlag ist folgendes. Ich zeige das mal sogar in eure Richtung. Das ist für den Kameramann ziemlich schwer. Ja, ich habe hier eine riesige Ausladung. Und zwar in dem Fall habe ich hier eine Ausladung von satten, Moment, ich muss mal messen, von satten 78 cm, die ich hier wirklich nehmen kann. Jetzt werden einige von euch vielleicht, die sich noch nicht so gut auskennen, fragen, warte mal, wieso, hier fällt doch alles durch. Nee, tut's nicht, weil ich mache einfach so und dann kann ich hier mein Werkstück drauflegen, sägen und so weiter und so fort. Gar kein Problem. Der große Vorteil, Moment, so. Der große Vorteil ist eben genau hier, dass wir echt eine große Ausladung haben, gegenüber auch der Bosch. Wir haben hier bei Dewalt haben wir sogar noch ein paar Zentimeter mehr, da sind wir bei über 80 Zentimeter, aber das ist ein bisschen Klauberei, ja, 2 Zentimeter mehr oder weniger, sei es drum. Bei Bosch haben wir das nicht, da haben wir zwar auch die Möglichkeit, Moment, ich muss es vielleicht verstellen, wir nehmen einfach ab, so, bei Bosch haben wir nur, Moment, das hier. Ja, wir haben also diese Breite, ist deutlich weniger. Ja. Jetzt müsst ihr auch wiederum sagen, schreibt unten in die Kommentare, ob ihr sagt, boah, das reicht mir komplett aus, ist auch okay. Ja. Ich weiß auch nicht, ob man wirklich 80 cm braucht. Ich habe bei der Dewalt das schon häufig benutzt, dass ich so Schubläden, also wirklich tiefe Schubläden hatte, die ich zurechtgesägt habe. Und da hat sich das angeboten, weil da habe ich immer wieder Böden geschnitten und so weiter, dass ich wirklich 80 cm auch hatte. Sei es drum. Wo wir aber gerade bei der
bei der Bosch sind, haben wir hier eine Sache, die die anderen beiden Sägen nicht hat. Nämlich wir haben hier einen Schiebeschlitten. Ja? Das heißt, wir haben hier wirklich einen Schiebeschlitten, mit dem wir arbeiten können. Ja, wie wir hier sehen, den haben wir hier nicht. Also hier gibt es den nicht und hier gibt es den nicht. Ich persönlich sage immer, weil ich hatte eine GTS 10, ich brauche die nicht. Also ich hatte die GTS 10 und ich habe den Schiebeschlitten nicht ein einziges Mal benutzt. Immer, oh ja, cool, mega, ich habe einen Schiebeschlitten. Das ist wie ein Auto kaufen mit Anhängerkupplung, aber niemals einen Hänger dran hängen. Ja? Schön, dass man es hat, aber irgendwie braucht man es dann doch nicht, ja? Wenn man es nicht braucht. Ja? Manch einer von euch wird sagen, Schiebeschlitten, must have, muss sein, bei mir eben nicht. Lass uns mal, wo wir gerade genau hier sind, auch auf was anderes schauen. Nämlich, alle drei haben natürlich hier so einen Anschlag, so, ja, den wir hier haben. Ein bisschen laut, ich weiß. Alle drei haben den und jeder von denen hat so seine Vor- und Nachteile. Der hier von Bosch ist wirklich hier sehr gut verarbeitet. Ja, das ist alles super, muss man sagen, im Verhältnis. Es gibt deutlich größere oder deutlich bessere im Nachkauf. Ja. Die kosten aber schnell mal 50 bis 100 Euro. Dafür bekommen wir aber einen absolut perfekten Winkelanschlag hier. So, jetzt nehmen wir den. Für den einstellen, alles gut. Aber wir haben hier eine Kleinigkeit. Und zwar, wenn wir den jetzt hier drauf haben, der wackelt ganz leicht. Ja, ihr hört das auch. Man kann das hier auch sehen. Wir blenden das für euch mal ein. Ist nicht perfekt. Okay, so, gucken wir mal hier bei Dewald. Es ist halt eine Baukreissäge, ja. Und viele, die meine Videos kennen, wissen, ich nehme das Ding, schmeiße das dann irgendwo hin und sage, das ist alles Schrott und kaufe mir einen ordentlichen nach. Ehrlicherweise muss ich auch sagen, wäre meine Empfehlung, kauft euch einen ordentlichen nach. Wir verlinken euch mal einen unten in der Videobeschreibung, den man nachkaufen kann und hier einsetzen kann. So, auf jeden Fall der hier ist auch hier. Wackeldackel, relativ einfach, weiß ich nicht. Bei Flex ist es ein bisschen anders. Bei Flex haben wir einen großen Vorteil, nämlich hier haben wir 3 Exzenterschrauben und die können wir einfach festschrauben. Dann nehmen wir einfach, vorne hatte ich es noch, nehmen wir einfach Sechskant, schrauben das leicht fest und dadurch spreizt sich das Kunststoff und ja, hier wackelt es. Genau jetzt wackelt es natürlich, weil ich es vorhin verstellt habe. Aber du kannst es wirklich einstellen, dass es kein Spiel mehr hat, sodass du wirklich gerade bist. Für diejenigen, die es nicht wissen, warum ist das eigentlich ein Problem, dass es hier wackelt? Na, ganz einfach. Wenn du jetzt hier ein Stück Holz reinsetzt und möchtest das hier wirklich mal im genau 90-Grad-Winkel absägen, dann ist es natürlich blöd, wenn dieser Winkel sich hier ändert. Ja? Und je nachdem, wie lang das Stück Holz ist, natürlich so, ändert sich der Winkel auch immer mehr. Und dann hast du nachher nicht 89 Grad, sondern vielleicht nicht 90 Grad, sondern vielleicht nur 89 Grad. Das ist so ein Ding. Also, großer Unterschied zwischen den Sägen, haben wir gerade gesehen. Hier, das mit dem Anschlag ist so ein Ding, würde ich mir nachkaufen. Selbst den hier finde ich nicht optimal, weil der ist mir ein bisschen zu klein, kann man nicht richtig gut einstellen. Wenn ihr euch das hier mal anschaut, das hier ist nur ein Stück Kunststoff, rastet auch nicht schön, ja, hat ein paar Stellen schon, aber ich kann mir das nicht individuell einstellen. So toll finde ich den persönlich nicht. Aber das ist halt persönliche Sache. Von allen drei auf jeden Fall der beste. So. Aber Hauptthema, was wir bis jetzt hatten, ist genau das hier, nämlich der Parallelanschlag. Und eine Sache, die die anderen beiden auf jeden Fall nicht haben, ist genau eine Sache, auch wo ihr bitte wieder in die Kommentare schreibt, hä, wozu brauche ich das denn? Nämlich, ich habe hier Licht. Habe hier einfach mal Licht. Und wenn ich eine Sache in der Tischkreissäge definitiv noch niemals vermisst habe, dann ist es Licht am Parallelanschlag. Aber auch da, und ich will das überhaupt nicht schlecht machen, ist eine interessante Sache. Hier ist ein kleiner Akku drin, den kannst du aufladen mit USB und dann kannst du entsprechend hier mit arbeiten und hast hier eine Beleuchtung. Und ehrlicherweise muss man sagen, wenn das Arbeitsfeld beleuchtet ist, ist ja erstmal grundsätzlich niemals schlecht. Ja? Das ist ja völlig okay. Und, aber ihr schreibt bitte mal und sagt, boah, geil, das konnte ich immer mal gebrauchen. Lasst uns mal über den Antrieb sprechen, denn wir haben bei den beiden Geräten ja ganz normal ein Kabel in der Steckdose, haben hier 2000 Watt Eingangsleistung und hier haben wir das nicht. Hier haben wir ein 18 Volt Gerät. Ja, ganz wichtig nochmal, wir haben ein einzelnes 18 Volt Gerät. Wie stark der ist, das schauen wir uns nachher mal an. Und wir werden das ja wirklich nochmal testen, auch das Thema Absaugung nochmal testen, was ja für viele sehr, sehr relevant ist. Und da muss ich sagen, hat er uns wirklich überrascht. Ob im Guten oder Schlechten, das schauen wir uns nachher mal an. Was wir hier aber haben, ist, wir haben hier zwei Eigenschaften, die die anderen beiden Sägen nicht unbedingt haben. Die erste ist nämlich, wir haben hier einen Sanftanlauf.
Die Bosch hat es auch. Bei Bosch gibt es auch einen Sanftanlauf. Das ist ja etwas, was bei Dewald fast jeder Zweite sagt, boah, es muss doch nicht sein. Denn wir haben hier bei Dewald keinen Sanftanlauf. Das heißt, wenn du hier das Ganze einschaltest, dann knallt die immer einmal los. Manche sagen sogar, oh Mensch, da kommen Funken hier irgendwo. Und ja, wenn man jetzt hier in den Motor reinguckt, dann kann man durchaus auch mal so einen kleinen Funken von der Seite sehen. Manche irritiert das, manche ist das egal. Schreibt das auch gerne mal in die Kommentare. Jedenfalls hier haben wir keinen Sanftanlauf. Was die beiden Sägen aber auch nicht haben, ist, und die Säge aber hat, wir haben hier eine Geschwindigkeitseinstellung. Das heißt, wir können hier die Geschwindigkeit einstellen über den kleinen Drehregler, den wir unten haben. Stellen den ein, der ist hier, da ist er, ja, da können wir die Geschwindigkeit einstellen, hier von 1 bis, ich weiß es gerade nicht, und können wirklich hier sehr variabel in der Geschwindigkeit sein. Das haben die anderen beiden Sägen nicht. Lass uns mal ganz grob jetzt mal auf den Tisch eingehen, weil so groß ist da der Unterschied zwischen denen jetzt eigentlich nicht. Wir haben mit knapp 70 cm, hier haben wir ja auch knapp, also hier haben wir 67 cm, hier haben wir von der Breite 75 cm, ich sage mal 15 mehr oder weniger, spielt keine Rolle. Hier haben wir auch so knapp 60, fast 60, 55, ja. Und hier haben wir auch 55. Ja. Das heißt also, von den Abmaßen und dem ganzen Kram ist es gar nicht so viel Unterschied. Beim Thema Absaugung, da müssen wir mal kurz drüber sprechen, weil da ist uns eine Sache aufgefallen. Hier R ein Absaugpunkt, R zwei Absaugpunkte. Viele wissen das, einmal unten, einmal hier oben. Ja. Und seid echt gespannt auf den Absaugtest. Hier ist es bei der Säge so, wir haben hier oben keinen Absaugpunkt, aber unten. Beim unteren Absaugpunkt ist es so, wir haben hier den Adapter, den können wir mit dazu nehmen und reintun. Und wir haben normalerweise Folgendes, dass wir so einen Staubsauger haben. Wir haben hier einen innen drin, einen sehr kleinen Durchmesser und den stecken wir hier rein. Auf die Art und Weise haben wir jetzt dieses große Loch verjüngt. Ja, auf ein kleineres und verjüngen es noch mehr auf ein noch kleineres. Original liegt aber dabei dieser Adapter. Bei diesem Adapter kannst du Folgendes machen. Du kannst den hier oben drüber tun und hast dann hier die Möglichkeit, dann wieder einen normalen Schlauch dran zu tun. Dadurch erhältst du etwas mehr Durchmesser und verjüngst es nicht so stark. Und was ich echt interessant finde, ist, wir haben hier einen Sauger von Bosch und dieses Click- und Clean-System von Bosch passt hier wirklich hier drauf. Wir können das einfach jetzt draufklicken. Ja. Ich muss sagen, das hat uns echt verwundert. Eine Sache, die sehr viele an der Dewald schätzen, ist das Thema Spaltkeilwechsel bzw. Spaltkeilentfernung. Es gibt ja hier zwei dazu. Einmal den hier mit der Absaugung und einem drum und dran und einmal den sehr flachen, um auch mal eine Nu zu erstellen mit so einer Säge. Und hier bei Dewald ist es so, ich kann hier einfach ziehen und dann kann ich den Spaltkeil rausnehmen. Riesengroßer Vorteil, wo ich ja immer sage, jetzt gibt es keine Ausrede mehr, den Spaltkeil auch gleich wieder rein zu tun. Und es gibt keine Ausrede, um ohne Spaltkeil zu arbeiten. Und macht das auch wirklich nicht. So, also hier einfach ziehen, raus, fertig. Hier bei Bosch ist es so, dass ich hier etwas fummelig hier an der Stelle das rausfummeln muss, so mit einem Schraubendreher, so fummel, fummel, fummel. Hier drin ist ein kleiner Hebel und dann geht das auch. Bei Flex ist es so, dass wir hier folgendes System haben. Moment, ich zeige euch das mal. Wir haben hier so eine kleine Plasteröffnung. Ehrlicherweise muss ich sagen, das Ding hier würde ich eigentlich immer weglassen, weil jetzt kann ich Folgendes machen. Ich kann hier reingreifen, das relativ einfach auch rausnehmen. Also ich muss das machen, nicht wie bei Dewald, sondern dann muss ich hier einen Hebel lösen nach oben und dann kann ich das hier ziemlich angenehm auch rausnehmen. Aber diese Funktion, die wir bei Dewald haben, haben wir hier eben nicht. Übrigens gibt es bei der Säge noch eine Besonderheit, die die anderen beiden nicht haben, und zwar eine Abschaltautomatik. Ergo, du kannst Folgendes machen, du kannst die Abschaltautomatik aktivieren. Wenn du dann sägst und die Last vom Sägeblatt weg ist, ergo du einmal durchgesägt hast, dann geht sie automatisch aus. Ja, ist ein interessantes Feature, habe ich so noch nie gesehen. Eine ganz wichtige Sache für den Alltag ist natürlich, wie stellst du die Säge ein? Gerade die Höhe und die Neigung. Und da ist es so, dass sich die drei eigentlich nichts nehmen. Alle drei haben hier vorne eine wunderbare Möglichkeit, das Ganze in der Höhe zu verstellen und auch in der Neigung. Was ich schön finde ist, gerade auch bei Flex, wir haben hier eine sehr schöne Übersetzung. Das heißt, man kurbelt sich nicht 2 Jahre einen ab, dass es immer mal hier oben ist, sondern du hast eine schöne Übersetzung, kannst schön hoch und runter, aber kannst doch noch feinfühlig einstellen.
Einen Unterschied möchte ich euch noch zeigen, bevor wir dann langsam wirklich zum Test kommen. Und dann sagt ihr gerne, was euch noch fehlt hier als Unterschied, was ich euch noch nicht gesagt habe in den Kommentaren. Einen Unterschied haben wir noch, und zwar ist es, und das, für manche ist es relevant, eine Sache, die wir hier unten sehen, nämlich genau hier. An der Stelle, nämlich die Übersetzung, die wir haben, ja, die wir hier für die Höhenverstellung haben, ist hier aus Kunststoff. Das heißt, dieses Kunststoff könnte natürlich auch irgendwann mal kaputt gehen. Theorie könnte sein. Das ist bei den anderen Sägen eben nicht aus Kunststoff. Beziehungsweise bei Bosch ist es aus Kunststoff, bei Dewald ist es aus Metall. Ich weiß aber auch, dass, also Metall wird vielleicht wahrscheinlich länger halten, aber viele sagen auch, naja, das könnte hier eher haken, hier wird es, wenn es ordentlich geschmiert ist und das Kunststoff nicht so schnell altert, wird das auch halten. Fakt ist aber eins, Kunststoff wird altern und irgendwann wird es porös werden und dann wird es abbrechen und dann muss es entsprechend nachkaufen. Jetzt muss man immer noch sagen, reden wir jetzt von 1, 2, 3, 5, 10, 20 Jahren? Ich weiß es nicht. Für mich persönlich wäre es nicht relevant für eine Entscheidung, aber für manche von euch vielleicht schon. Und jetzt kommen wir mal zum Thema Testen. Als allererstes testen wir die Absaugung. Du hast gerade gesehen, wir haben geschnitten ohne Ende. Das heißt, jede einzelne Säge durfte 15 Meter Baubohle sägen und zwar Längsschnitt. Längsschnitt heißt natürlich auch größere Fasern. Ob das schwierige abzusaugen ist, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall erzeugt es größere Fasern, was jetzt auch etwas voluminöser aussieht. Und das Ergebnis finde ich super spannend. Weniger spannend ist bei Bosch. Wir haben hier 64 Gramm, also richtig viel, was hierbei rausgekommen ist. Aber das kennen wir ja. Und wir wissen auch, dass es hier bei Dewald deutlich besser ist. Hier in unserem Fall hatten wir 20 Gramm, die noch übrig geblieben sind. Und wir sehen hier auch einen deutlich kleineren Haufen. Ja, also im Verhältnis ist das schon echt weniger. Aber super interessant ist Folgendes. Bei Flex sind es sogar nur 14 Gramm. Ja? Optisch erkennt man das, glaube ich, gar nicht so sehr. Aber, und das ist übrigens auch wieder eine interessante Frage. Vom Volumen her würde ich sagen, das ist gar nicht so viel kleiner, aber vom Gewicht her ist es so. Wir haben hier nur 14 Gramm. Also das ist schon echt krass. Und jetzt werden wir Folgendes machen. Jetzt nehmen wir mal die Flex richtig ran und machen mal wirklich einen Hardcore-Schnitttest und gucken mal, was hält der Akku eigentlich so aus. Nächster Test ist wirklich ein Belastungstest. Ich möchte einfach sehen, was kann die Säge und wie stark kann ich sie quälen. Wir haben hier eine Akkusäge und ich mache jetzt mal Folgendes. Ich habe hier weiches Holz, Tanne, Fichte, irgendwie sowas und werde das hier komplett einmal durchschieben. Wir haben als zusätzliches Problem, wir haben hier eine Höhe von 10 cm. Ergo, ich will es gar nicht ganz durchbekommen. Das ist gar nicht das Thema. Ich möchte die maximale Höhe so weit wie es geht irgendwie ausnutzen. Und werde wirklich mal auch ordentlich drücken und schauen, ob die Maschine aufgibt oder nicht.
Das war schon echt absolut hardcore. Warum? Wir haben jetzt hier einen Längsschnitt gemacht mit einem Querblatt. Das Blatt ist ja wirklich nicht dafür gedacht, genau so etwas zu tun. Nämlich wir haben hier einen 10×10er Balken ja hier so durchgeschoben und beim ersten Mal habe ich das Ganze auch wirklich zum Stehen gebracht, nämlich auch geschoben habe wie so ein Ochse. Da sieht man auch die Grenzen des Ganzen, wobei ich sage, das kabelgebundene Gerät, die wir hinten stehen haben, die hätten wahrscheinlich auch aufgegeben. Also kann ich mir zumindest gut vorstellen. Wenn wir jetzt also mit so einem Blatt, denkt dran, längs und quer, ganz andere Herausforderungen auch für so ein Blatt. Ja? Wenn wir jetzt weniger Zähne hätten, wären wir, glaube ich, auch deutlich besser durchgekommen. Ich habe jetzt ganz bewusst noch mal einen zweiten Schnitt gemacht. Das heißt, erstmal das hier abgebrochen, zweiter Schnitt, um zu sehen auch, dass wir keine störenden Einflüsse haben, weil das Blatt oben auch ein bisschen rausguckt, dass nicht irgendwo was passiert und bin dann durch. Und hier ist es so, dass man schon merkt, die Maschine hat echt Power. Du musst aber auch ein bisschen aufpassen bei dem Längsschnitt hier, dass du nicht zu viel drückst. Dann geht es aber. Jetzt gucken wir mal einen richtigen Hardcore-Test uns an, und zwar Eiche. Wir haben jetzt hier unseren großen Eichenblock natürlich auch nicht durchbekommen, aber es ging aber wirklich butterweich durch. Da merkt man wirklich die pure Kraft dieser Säge. Ich muss sagen, beim Eichenblock zeigt sich wirklich, was die Säge kann. Denn die Säge ist durch Eiche durchgegangen, absolut wie durch Butter. Das war echt erstaunlich, wie leicht das Ganze ging. Und so ist es natürlich auch mit allen möglichen Plattenmaterialien und was du dieser Säge vorwirfst. Also was du hier reinschmeißt, kannst du auch ziemlich einfach sägen. Man sieht, die Säge hat richtig richtig Kraft. Und das, obwohl wir nur einen 18 Volt Akku eingesetzt haben. Was aber wichtig zu beachten ist, wäre an der Stelle nochmal, wir haben hier ganz bewusst den großen Power Plus Akku genommen von Flex, den hier, 8 Ampere-Stunden, weil der einiges mehr ab kann. Man merkt auch, der ist schon gut warm, ja, also der hat die Hitze nach außen transportiert, ist gut warm und wir haben hier einen Balken verloren. Ja. Also haben auch wirklich, weil wir ihn so gequält haben, auch wirklich einiges an Energie schon rausgeholt. Das heißt also für dich, wenn du nur diesen kleinen Akku hier nimmst, wirst du auch ordentlich Bums, ordentlich Leistung haben, aber es kann sein, wenn du ihn richtig quälst, dass du irgendwann hier in die Hitzeabschaltung kommst. Das nur mal als Hinweis, sodass es durchaus Sinn machen kann, hier mit dem Großen zu arbeiten. Und dafür war ja auch vorhin, habe ich auch unten verlinkt, das Thema Powerpack, wo wir sagen 2 Akkus und ein Lader. Ja? So, kommen wir aber mal jetzt zum Fazit. Und ihr schreibt bitte mal in die Kommentare, was ist euer Fazit? Ich finde, Flex hat hier eine brutal gute Säge hingestellt. Wir haben eine Akkusäge mit richtig viel Leistung. Check. Wir haben eine irre Schnitthöhe, die ich vielleicht nicht brauche, aber vielleicht irgendjemand anders. Check. Wir haben hier ein Licht dran. Check. Wir haben hier den guten Parallelanschlag, so wie du es haben möchtest, mit diversen Einstellungsmöglichkeiten und vor allem, es ist super einfach und es ist immer genau parallel. Check. Wir haben eine robuste Säge, wir haben die schön gebaut, wir haben einen guten Anschlag, wir haben einen guten Absaugen und so weiter und so fort. Also wir haben hier eine richtig gute Säge gebaut. Mein Fazit ist, dass die Säge der GTS 10 ganz klar überlegen ist, dass sie der Dewalt in nichts nachsteht. Ich persönlich mag das Verstellen des, wie heißt das? Spaltkeil, genau. Ich persönlich mag der Spaltkeil hier ist okay, aber hier ist es so, dass ich ihn einfach leichter verstellen kann, wenn ich mal abbaue. Die Frage ist aber, wie oft nimmst du denn ab? Ja? Wenn du nicht häufig abnimmst, ist das auch wieder vollkommen egal. Wenn du jetzt also sagst, ich bin häufiger unterwegs und ich habe dort keinen Strom, muss an meiner Säge arbeiten, dann ist das wahrscheinlich deine Säge. Wirst du dort, wo du hingehst, Strom haben, also einen Stromanschluss haben, dann brauchst du natürlich nicht diese Kosten in Kauf nehmen und kannst auch die Dewalt nehmen. Ja? Aber ich finde es toll, dass wir hier einen echten Konkurrenten durch Flex haben und so eine richtig gute Säge rausgebracht haben. Ihr schreibt mal in die Kommentare, ob ihr sagt, ja, Team Flex, Team Dewalt oder vielleicht weiterhin Team Bosch. Würde mich super interessieren. Und jetzt teste ich gleich die nächste Säge für euch. Seid gespannt und so lange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.